Hallo zusammen, heute wollen wir uns mal mit den Schlössern beschäftigen und wie man diese strategisch betrachten sollte. Die Schlösser sind eine ganz besondere Siegpunktkarte aus der Empires Erweiterung und wir haben hier 8 verschiedene, die immer in der gleichen Reihenfolge auftreten, immer bei 3 Kosten anfangen und bis zu 10 hochgehen. Die Siegpunkte, die wir generieren, werden immer mehr. Und kann ganz gut taktisch daran gehen. Ich möchte heute hier meinen Einblick geben. Wir werden das ganze Video wie folgt aufbauen. Ich werde erstmal ein paar einleitende Worte zu den Schlössern sagen. Was solltet ihr generell beachten, wenn diese auf dem Königreich sind? Dann wollen wir uns alle Schlösser mal einzeln anschauen. Und zum Schluss gehe ich auf 3 spezielle Situationen ein, die es mit Schlössern geben kann, je nachdem, was euer Gegner macht und was ihr macht. Denn die Schlösser sind sehr interaktiv. Man muss sich darum teilweise streiten, beziehungsweise der eine kauft das Schloss, das kann der andere dann nicht mehr haben. Und dadurch kann es zu interessanten Situationen und taktischen Entscheidungen kommen, die sehr davon abhängig sind, auch was der Gegner macht. Und genau, ich würde sagen, let's go. Schlösser sind ein Siegpunktstapel, der sehr viele Punkte geben kann. Vor allem, wenn man der Einzige ist, der darauf geht. In einem Zweispielerspiel, wenn man alle Schlösser hat, also alle 8, bekommt man ungefähr 45 bis 50 Punkte, je nachdem, wie viele Punkte einem dieses spezielle Schloss, was 9 gekostet hat, gegeben hat. Und das sind nicht ganz so viel wie alle Provinzen zusammen. Alle Provinzen, 6 mal 8, sind 48 Punkte. Aber natürlich am Ende des Spiels, selbst wenn du der Einzige bist, der auf Schlösser geht, hast du meistens das kleine Schloss oder das verfallene Schloss zumindest entsorgt, um die anderen Schlösser schneller zu kriegen, sodass man ungefähr knapp 40 Punkte rechnen kann, was eine sehr gute und große Summe ist. Das bedeutet, wenn die Schlösser mit im Spiel sind, ist automatisch die mögliche Anzahl an Punkten größer und das bedeutet, dass Engines, also Kettenstrategien, nochmal einen guten Boost bekommen, ja? Wenn man Punktekarten nachkaufen kann und der Gegner nicht mit 5 Provinzen oder 6 Provinzen automatisch mit seiner Geldstrategie unaufholbar wird, kann man mit Schlössern auf jeden Fall da aufholen. Oder der Gegner geht auf Schlösser, dann kannst du mit den Provinzen aufholen. Ein bisschen anders ist diese Punkteverteilung, wenn man zu dritt und viert spielt, da man da vom ersten Schloss und vom letzten Schloss, also die beiden, die abhängig davon, wie viele Schlösser man hat, Punkte geben, 2 hat und dann noch die beiden Aktionskartenschlösser in der Mitte, die hat man auch doppelt. Dadurch ist, falls einer von den 3 oder 4 Spielern alleine auf Schlösser geht und der alle Schlösser bekommen sollte, hat er echt viele Punkte. Von daher bei 3, 4 Spielern unbedingt aufpassen, dass das nicht einer alleine schaffen kann. Schauen wir uns die einzelnen Schlösser mal an. Ich würde sagen, die Namen sind ein bisschen schwer auswendig zu lernen, deswegen würde ich sie immer mit den Kosten auch beschreiben. Das Dreierschloss und so weiter, das Viererschloss, dann wisst ihr, was gemeint ist. Und das Dreierschloss ist eine total einfache Karte. Und zwar ist es eine Geldkarte, die einem eine Münze gibt und gleichzeitig eine Punktekarte, die so viele Punkte gibt, wie man Schlösser hat. Da es selbst ein Schloss ist, gibt es auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Ist also mindestens ein Punkt wert und ein Kupfer. Und ist halt die Karte, die man sehr früh schon kaufen kann, wenn man signalisiert, zum Gegner auch signalisiert, hey, ich werde vielleicht ein paar mehr Schlösser mir holen. Deswegen, vielleicht ist es auch schlau, sie gerade nicht am Anfang zu kaufen, denn der Gegner weiß dann schon, worauf er sich einstellen kann. Man kann sie zur Eröffnung kaufen, würde ich in den meisten Fällen nicht empfehlen, es gibt einige Ausnahmen. Die erste Ausnahme wäre, wenn Schlösser generell gut sind, das beschreibe ich dann nachher in Situation 1. Und die zweite Ausnahme wäre, ihr habt gerade die Hütte auf der Hand aus der Dark Ages Erweiterung, die Unterschlüpfe, dann könnt ihr damit gleichzeitig die Hütte entsorgen, das ist ganz nett. Zweite Ausnahme wäre eventuell, wenn es das Bollwerk gibt, dann kann diese Karte, wäre dann im Prinzip 6 Punkte wert, weil es keine Möglichkeit gibt, diesen Vorsprung an Geldkarten mit dem Namen zu überholen, wenn es sie nur einmal gibt. Dann wäre das 6 Punkte allein schon wert, ohne dass ihr ein anderes Schloss gekauft habt, was schon mal ziemlich viel ist. Ansonsten ist es einfach nur eine kleine Karte, die man früh kaufen kann, aber vielleicht doch nicht machen sollte. Denn andere Karten, wie zum Beispiel Entsorger, die euch erstmal Kontrolle über euer Deck geben, können da deutlich besser sein. Das zweite Schloss ist das Viererschloss. Das ist eigentlich nur dafür da, wieder entsorgt zu werden, unter anderem dann später mit dem Kleinschloss oder egal. Wenn man es nimmt, nimmt man ein Silber und kriegt einen Siegpunkt, Chip, also der nicht im Deck landet, und wenn man es entsorgt, nochmal das gleiche. Das heißt, man hat 2 Punkte, selbst wenn man es damit gemacht, selbst wenn man es am Ende wieder entsorgt hat und hat sich noch 2 Silber bekommen. Diese Karte ist schon wieder, die signalisiert sehr deutlich, dass man auf Schlösser gehen will und vermutlich auf eine Geldstrategie, vor allem wenn man sie früh kauft. Denn die 2 Silber bzw. das eine Silber, was man kriegt, führt dazu, dass ihr mit diesem Schloss 2 Stoppkarten gekauft habt, was es sehr schwer machen wird, das Deck unter Kontrolle zu haben. Von daher kauft man es entweder, wenn man schon viel entsorgt hat und das auch wieder entsorgen möchte, oder am Ende, wenn man die Punkte braucht, oder schon am Anfang, wenn man auf Schlösser gehen will mit einer Geldstrategie.
Das dritte Schloss ist ein sehr interessantes Schloss. Es gibt zum einen Siegpunkte und es erlaubt euch ein Schloss, also es selbst oder ein Schloss auf der Hand zu entsorgen, um sich ein anderes Schloss zu nehmen. Da die Schlösser immer teurer werden, ist es ganz gut, um sich die teuren Schlösser zu holen, ohne so viel Geld haben zu müssen. Vor allem 10er und 9er Schloss kann schon echt teuer werden. Gerade wenn man dann nur eine Geldstrategie gespielt hat. Und dazu gehe ich auch nochmal auf die Stärke und die Wichtigkeit vom kleinen Schloss in Situation 2 ein. Und wir gehen einfach weiter zum nächsten Schloss. Das 6er Schloss ist praktisch auch das Angriffsschloss und das Goldschloss. Es gibt euch nur 2 Punkte, aber wenn ihr es kauft, greift ihr den Gegner an, sozusagen. Es ist keine Angriffskarte, man kann sich dagegen nicht verteidigen. Aber wenn der Gegner nur 4 Karten auf der Hand hat, wirkt es nicht. Das ist so ein bisschen eine seltsame Beschreibung von den Worten her. Es wirkt, wenn er 5 Karten oder mehr auf der Hand hat und dann muss er 2 Karten auf seinen Nachziehstapel zurücklegen. Also so eine Art wie das Geisterschiff früher war fast. Nicht ganz so stark, immer nur 2 Karten, egal wie viele er hat. Aber es ist zum einen ein netter Angriff, der den Gegner ein bisschen langsamer macht. Vor allem den Zug, den er dann hat, den wird er ein bisschen schlechter dann sein. Und euch selbst gibt es ein Gold. Das kann ganz gut sein, wenn man ein Gold sowieso gerade gebrauchen könnte. Und es selbst kostet ja 6 und gibt nur 2 Punkte. Ist eine ganz gute Möglichkeit, es vielleicht für einen Benefit zu entsorgen, wenn man einen Umbau hat oder einen Müllverwerter. Selbst bringt es ja nur 2 Punkte. Von daher kann man es durchaus nochmal entsorgen. Man kann es aber auch behalten. Das 7er Schloss ist das einzige Schloss, was wirklich eurem Deck einen Vorteil bringen kann. Es kann alle Siegpunktkarten, die ihr auf der Hand habt, ablegen für je plus 2 Münzen pro Karte. Das ist ein ganz guter Deal. Ist vor allem cool, wenn man ein großes Deck hat, was sehr viel ziehen kann und dann auch schon sehr viele Punkte hat, kann man hier sehr viel Geld mitmachen. Bestimmte Strategien mögen es, Geldstrategien mögen dieses Schloss nicht ganz so sehr und müssen eigentlich eher zum nächsten und nächsten kommen. Denn mit einer Geldstrategie kann man nicht wirklich sicherstellen oder hat man nicht oft dieses Ereignis, dass man viel Karten damit ablegen kann, höchstens mal eine, wenn man Glück hat, 2. Wenn man richtig viel Glück hat, ist deine ganze Hand grün und du hast trotzdem dieses Schloss, dann kannst du trotzdem eine Provinz kaufen zum Beispiel. Aber diese Karte hilft eher den Engines. Dann das 8er Schloss ist schon mal sehr viele Punkte wert für ihre Kosten, ist mehr Punkte wert als eine Provinz, aber bringt euch mindestens 2 Karten, denn ihr nehmt, wenn ihr es kauft, ein Herzogtum. Wenn die Herzogtümer alle sind und ihr dringend die Punkte wollt, müsst ihr halt die 3 Anwesen nehmen, dann ist meistens auch das Spiel schon fast vorbei. Denn wenn ihr diese Option wählt, seid ihr ziemlich verzweifelt, schätze ich mal. Außer es ist vielleicht die Schäferin im Spiel. Die Schäferin ist allgemein sehr gut mit Schlössern, denn Siegpunktkarten passen da immer sehr gut zusammen. Dann kommt das 9er Schloss. Jetzt werden wir schon teurer als eine Provinz. Trotzdem gibt es erstmal nur 5 Punkte, außer wenn ihr ganz viele Punktekarten auf der Hand habt. Das ist auch eine Karte, die eher für die Engine-Strategie spricht, denn mit einer Geldstrategie wird man hier auch höchstens so einen Punkt dazu kriegen. Eine Engine dagegen kann hier sehr viele Punkte nochmal rausholen. Ist auch eine Karte, die man kaufen kann, wenn man insgesamt nicht so auf die Schlösser gegangen ist, denn die Karte gibt unabhängig davon, ob du andere Schlösser im Deck hast, sehr viele Punkte. Aber sie deckt dann auch das 10er Schloss auf. Und das 10er Schloss, das ist sehr interessant für diejenigen, die auf Schlösser gegangen sind. Und vor allem nicht so interessant für diejenigen, die nicht auf Schlösser gegangen sind. Es gibt 2 Punkte pro Schloss, was ihr besitzt. Wenn ihr zum Beispiel alle 8 Schlösser habt, gut, meistens hat man nur 6. Sagen wir, wenn ihr 6 Schlösser habt und auf die Schlösser halt gegangen seid, ist das 12 Punkte wert für eine Karte. Mehr als eine Kolonie. Kostet aber auch 10, ist ein bisschen schwer zu kriegen, vielleicht aber mit dem kleinen Schloss ganz gut. Auch für den Spieler, der nicht auf Schlösser gegangen ist, kann es interessant sein, die Karte zu kaufen, nur damit der andere sie nicht kriegt. Für einen selbst ist sie dann nur 2 Punkte wert, aber vielleicht kann man sie auch wieder entsorgen. Es ist halt teilweise nur wichtig, dass man sie nicht selbst, dass der Gegner sie nicht kriegt. Jetzt möchte ich nochmal kurz auf Kombo-Karten eingehen, wo ihr die Schlösser auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren solltet. Das ist zum einen die Schäferin, wie schon gesagt, die funktioniert sehr gut mit Siegpunktkarten. Dann das Museum. Museum ist eine Landmarke, die für Karte mit unterschiedlichem Namen nochmal 2 Punkte gibt. Und da alle Schlösser unterschiedliche Namen haben und sie Siegpunktkarten sind, also man möchte sie für die Punkte kaufen, werden sie nochmal extrem aufgewertet. Wenn ihr zum Beispiel 6 verschiedene Schlösser habt, sind das 12 extra Punkte, die ihr allein mit den Schlössern macht. Dann gibt es in der neuen Erweiterung der Verbündeten diesen Kartenstapel der Konflikte. Und der hat am Ende die 6er-Karte, ist ein rotierender Stapel, das heißt, man geht hier mit 4 verschiedenen Karten rein. Am Ende 4 von der Territorium. Das Territorium gibt 1 Punkt pro Punktekarte mit unterschiedlichem Namen im eigenen Kartensatz und kostet 6. Wenn man 6 Schlösser hat, dann vielleicht noch eine Provinz und ein Herzogtum,
kann ein Territorium hier locker 8 bis 9 Punkte geben. Vielleicht hat man auch noch ein anwesendes Territorium selbst, ist eine Punktekarte. Also für 6 kann man hier auch teilweise 10 Punkte damit machen. Also dann, wenn die Konflikte im Spiel sind, Schlösser, ziemlich krasse Sache. Und auch das Schlachtfeld aus Empires sollte man vielleicht in Betracht ziehen, denn es gibt euch Punktekarten, wenn ihr Siegpunktkarten kauft. Normalerweise will man keine Siegpunktkarten früh kaufen, weil sie halt sehr schlecht sind und man 2 Punkte kriegt man zwar dafür, aber ja, in den Schlössern ist es aber so, dass sie nicht komplett nutzlos sind. Das erste ist erstmal wie ein Kupfer, also es ist schon mal deutlich besser als ein Anwesen. Das zweite gibt euch noch Silber dazu. Das dritte lässt sich dann auch wieder entsorgen für richtig viele Punkte und so weiter. Das vierte, das Sechser-Schloss gibt einem in Gold. Von daher, Schlösser sind deutlich besser als normale Punktekarten für euer Deck. Und mit Schlachtfeld kann man hier auch sehr früh dann auf Schlösser gehen und einen guten Punktevorsprung sammeln. Die erste Situation, die ich beschreiben möchte, ist, das Königreich sieht so aus, dass es vermutlich keine Engine möglich ist oder nur eine sehr, sehr schlechte. Und die Schlösser sind ja da. Das bedeutet, es gibt vielleicht kein Dorf, keine Plusaktion, es gibt vielleicht nichts zum Kartenziehen und dazu auch nichts zum Entsorgen. Alles in allem eine Strategie, wo man normalerweise Geld spielt, ein Königreich, wo man Geld spielt. Das bedeutet auch, dass die Schlösser ziemlich gut sind, meiner Meinung nach zumindest, und man durchaus in Betracht ziehen kann, mit den Schlössern anzufangen. Also auch schon direkt anzufangen mit dem, wenn man 3-4er Stadt hat, mit den beiden Schlössern. Wenn ihr jetzt Pech habt und der Gegner macht das für euch, dann ist es halt so, dann müsst ihr das Beste draus machen, aber die Schlösser bleiben und sind meiner Meinung nach dann ziemlich gut. Vielleicht könnt ihr das ja noch mit anderen Schlössern dann später aufholen, was der Gegner hat. Er hat ja dann immerhin, sage ich mal, vielleicht keine Aktionskarten, die trotzdem ja gut sein können, wie einen Angriff oder so, gekauft zum Anfang. Und hat auch mehr Stoppkarten. Warum sind die Schlösser dann gut? Naja, in so einem Königreichen kommt es meistens darauf an, dann am Ende des Spiels ab und zu einzelne Provinzen zu kaufen und man gewinnt auch häufig nicht mit allzu vielen Punkten Vorsprung. Wenn man in diesen Spielen da einen guten Vorsprung sich aufbauen kann durch ein paar Schlösser und die Schlösser auch ziemlich teilweise ganz gut in Gelddeckstrategien reinpassen, weil sie Silber geben, Gold geben oder das Fünfer-Schloss es einem leichter macht, die höheren Schlösser zu kriegen, dann hat man damit einen guten Punktevorsprung und der Gegner kann das Spiel vielleicht nicht beenden, weil er nicht in Führung liegt. Das ist ziemlich gut in Geldstrategien und deswegen sind Schlösser dort auch sehr gut. Guckt auch ein bisschen, welche Schlösser besonders gut sind. Zum Beispiel mag ich das Goldschloss sehr. Das Fünfer-Schloss ist wie immer, es ist eigentlich eines der wichtigsten Schlösser, finde ich. Auch das Einer-Schloss ist natürlich gut. Die Punkte sind wahrscheinlich aber auch überschaubar, weil ihr wahrscheinlich beide auf Schlösser gehen werdet und dann kriegt man vielleicht 4 Punkte dafür im Schnitt. Ja, das Gold- und das Silberschloss ist auch, das Silberschloss erstaunlich gut. Vor allem, wenn man sogar schafft, es zu entsorgen, hat man dafür 2 Silber, 2 Punkte gemacht. Das ist sehr gut. Das Siebener-Schloss ist wiederum nicht so gut, weil man, wie ich schon beim Siebener-Schloss gesagt habe, wenn man eine Geldstrategie spielt, sehr aufs Glück abhängig ist, dass man damit Karten ablegen kann und vermutlich wird man damit nicht viel Geld machen. Das Achterschloss ist wiederum ganz gut, weil es für die Kosten viele Punkte gibt. Und das Neuner-Schloss, naja, es sind 5 Punkte, die man eventuell kriegt und dann noch die extra Punkte, die man vermutlich von den anderen Schlössern dazu hat, wie den Dreier- und dem Zehner-Schloss, falls man es denn kriegt. Und dann ist natürlich das Zehner-Schloss für denjenigen gut, der viele Schlösser gesammelt hat. Also in solchen Königreichen, wo es keine gute Kette gibt und man Geld spielt und Geld spielen muss, sind die Schlösser eine sehr gute Alternative zu Provinzen oder eine sehr gute Möglichkeit, frühen Punktevorsprung sicher zu erarbeiten. Gleich komme ich zu Situation 2, aber bevor ich das mache, wollte ich euch noch fragen, ob ihr den Kanal abonnieren könnt oder ein Gefällt mir da lassen könnt. Damit wird dieses Video auch bei anderen gezeigt und wir können dieses tolle Spiel bekannter machen. Und das freut mich auch immer sehr. Und wenn es bis hierher euch gefallen hat, dann wäre es cool, wenn ihr mich damit unterstützen könntet. Aber jetzt geht's weiter mit Situation 2. Es ist ein Königreich, wo man eine Engine spielen kann, aber euer Gegner entscheidet sich, auf Geld zu spielen und kauft Schlösser sehr früh. Signalisiert euch sozusagen damit auch, vielleicht hat er sogar damit angefangen, mit seinem 3-4er Start, hat er vielleicht mit den beiden Schlössern angefangen und ihr merkt, oh, okay, derjenige möchte die Schlösser kaufen. Wie reagiere ich jetzt darauf? Nun, ich habe ja eingeschätzt, meiner Meinung nach eventuell, dass es ein Engine Board ist. Das heißt, ihr könnt hier Karten ziehen, ihr könnt entsorgen und hier auch noch Punkte machen, nachdem ihr das gemacht habt. Und dann gibt es, zum einen solltet ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Vorteil an der Schlösserstrategie, beziehungsweise wenn ihr gegen die Schlösserstrategie spielt, ist, dass sie nicht die Stapel leer macht. Sie macht nur den einen Stapel leer, die Schlösser, und der Gegner wird nicht so schnell das Spiel beenden können. Die einzige Sache ist, dass er eventuell zu viele Punkte hat.
Das müsst ihr dann irgendwie verhindern. Eventuell gibt es in dem Königreich ganz viele andere Punkte. Vielleicht gibt es Kolonien, vielleicht gibt es Siegpunkt-Chip-Möglichkeiten. Wenn es das nicht gibt, solltet ihr ihm ein paar Schlösser wegkaufen. Ganz interessant zum Wegkaufen ist hier das Fünfer-Schloss. Denn es ist zum einen für euch nur eine Stoppkarte und ihr könnt damit 2 Schlösser ihm wegnehmen. Zum einen das Fünfer-Schloss selbst, was es ihm leichter machen würde, die teuren Schlösser zu kriegen, die man mit einer Geldstrategie manchmal gar nicht mehr kriegt. Zum anderen könnt ihr es selbst entsorgen, um euch noch ein weiteres Schloss zu holen und es ihm auch wegzunehmen. Gerade die teuren Schlösser. Also wenn ihr merkt, der Gegner spielt auf Schlösser und ihr wollt früh irgendwas dagegen machen, manchmal reicht es schon, das Fünfer-Schloss zu bekommen. Damit könnt ihr ihm dann ganz schön die Suppe versalzen. Andere Sachen, auf die ihr achten sollt, ist vielleicht ab dem Achterschloss es ihm gar nicht mehr wegzukaufen. Denn das Achterschloss ist etwas, was die Schlossstrategie vielleicht gar nicht unbedingt haben will. Und gerade wenn der Gegner dieses Neuner-Schloss dann offen hat und sein kleines Schloss vielleicht selbst hat, um es zu entsorgen, dann sollte man vielleicht das Neuner-Schloss auch nicht kaufen, damit er nicht das Zehner kriegt. Denn das ist dann ziemlich wichtig, ihm nicht das Zehner-Schloss zu geben. Vermutlich habt ihr euer Deck inzwischen unter Kontrolle und könnt es ganz gut timen. Und sobald der Gegner das Neuner-Schloss kauft, könnt ihr das Zehner-Schloss ihm wegkaufen. Irgendwie, wie auch immer ihr es anstellt, wenn der Gegner auf eine Geldstrategie mit Schlössern geht, versucht ihm ein paar Schlösser gezielt wegzunehmen. Vielleicht ist auch das Sechser-Schloss gut für euch. Ihr könnt es vielleicht auch wieder entsorgen für irgendeinen Benefit und das Gold ist für die Engine ganz gut, vor allem wenn man es nicht kaufen musste und der Gegner ist nochmal angegriffen worden. Und mit 3 Karten wird er sich sicherlich auch kein Schloss kaufen und nicht allzu gefährliche Sachen machen. Von daher überlegt, welche Schlösser ihr ihm gezielt wegkauft. Und die dritte Situation, es ist ein Engine-Königreich, das heißt, man kann eine sehr gute Kette spielen und das bedeutet, die Schlösser sind im Prinzip ein extra Punktestapel, der am Anfang vermutlich nicht angefasst wird. Wenn beide Spieler das so sehen, dass es eine Engine-Strategie ist und die spielen wollen, wird vermutlich keiner von beiden sich am Anfang Schlösser holen. Dann werden die Schlösser später interessant. Dafür, dass einfach mehr Punkte im Spiel sind, bedeutet, dass ihr die Engine ein bisschen länger bauen könnt als gewohnt. Wenn ihr schon Koloniespieler hattet, wisst ihr, man kann da ein bisschen mehr bauen, weil man mit den Punkten aufholen kann, was der andere macht. Der andere gewinnt nicht automatisch, weil er 5 Provinzen hat und du nur 3. Und deswegen kann man hier ein bisschen mehr bauen. Und Pluskauf ist ganz gut, um die kleineren Schlösser einzusammeln. Oder irgendeinen Kartennehmer, wie zum Beispiel eine Eisenhütte. Am Ende des Spiels kann man den spielen, um noch die Punkte einzusammeln und ein paar extra Punkte zu machen. Häufig wird hier der Schlösserstapel am Ende gar nicht leer. Einfach weil man sehr spät anfängt, dann Schlösser zu holen. Und das nur als extra Punkte sieht, zusätzlich zu den Provinzen. Da beide dann drauf gehen werden oder beide die Möglichkeit haben, drauf zu gehen, solltet ihr auch nicht davon ausgehen, dass ihr damit 40 Punkte machen werdet. Und dadurch werden die Provinzen automatisch attraktiver. Vor allem, weil sie sofort dann da sind. Sobald euer Deck läuft und 8 oder 16 Geld in einem Zug mit 2 Käufen generiert und ihr müsstet dann erst noch diese kleinen Schlösser kaufen und die bringen euch nicht viele Punkte, dann kauft man halt lieber die 2 Provinzen. Dadurch ist der Schlossstapel nochmal da, falls ihr vielleicht ein bisschen langsamer wart und aufholen müsst von den Punkten und der Gegner hat schon Provinzen gekauft, aber sein Deck fängt langsam an zu zerbröseln, weil die ganzen Punktekarten es zerstören. Dann könnt ihr vielleicht mit den Schlosskarten noch aufholen. Aber grundsätzlich sind die Schlösser hier wie eine extra Punktequelle zu betrachten und man sollte nicht allzu früh drauf gehen. Und das war's zu den Schlössern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Gefällt mir da und schaut es euch gerne nochmal an, wenn ihr wieder Informationen zu den Schlössern braucht. Schaut euch meine anderen Videos an. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und viel Erfolg mit eurem nächsten Spiel bei den Schlössern.